Du hast 5.000 Euro zur Verfügung und willst das bestmögliche Rennmotorrad dafür? Dann bekommst du hier die ultimative Kaufberatung. Du hast 5.000 Euro auf der Hand und willst das bestmögliche Rennstreckenmotorrad, hast aber keine Ahnung, was du dir zulegen sollst? Dann bist du hier im Video genau richtig. Ich zeige dir, was es aktuell an guten, zuverlässigen Motorrädern für die Rennstrecke gibt, für ein mittleres Budget um 5.000 Euro. Natürlich musst du dir bewusst sein, dass hier keine aktuellen Superbikes dabei sein werden, die frisch aus dem Laden kommen und du zum Teil auch noch mal ein bisschen selbst Hand anlegen werden musst, um die Maschine dann ordentlich durchzuchecken oder gegebenenfalls noch Dinge dran umzubauen. Achte trotzdem schon beim Kauf drauf, ob das Bike generell in einem technisch gepflegten Zustand ist und vom Vorbesitzer gut gewartet wurde. Bei vielen Modellen sind dann auch hohe Laufleistungen um 40.000, 50.000 Kilometer überhaupt kein Problem und sie glänzen trotzdem mit Zuverlässigkeit, auch bei Rennstreckenbetrieb. Optische Mängel durch Ausflüge ins Kiesbett sind hierbei gern zu verkraften, solange die Technik passt. Generell bekommst du für das Budget schon sehr solide Bikes, die auch leistungstechnisch noch gut mit aktuellen Motorrädern mithalten können. Das Wichtigste ist dabei immer, dass du ein für dich, deine Bedürfnisse und dein Geldbeutel passendes Motorrad findest, mit dem du wirklich schon viel Spaß haben kannst. Ich habe hier eine Auswahl an verschiedenen Motorrädern, sowohl 600er als auch Literbikes rausgesucht, sodass für jeden was dabei ist. Wenn dir trotzdem noch weitere gute und günstige Motorräder einfallen, die ins Budget passen, schreib's gern unten in die Kommentare. Als erstes starten wir in der 600er Klasse mit der Triumph Daytona 675, Baujahr 2006 bis 2012. Bei manchen vielleicht immer noch als Exot aus Großbritannien bekannt, hat sich die Daytona längst auf der Rennstrecke etabliert und macht auch heute noch super viel Spaß zu fahren. Der kraftvolle 3-Zylinder-Motor mit 125 PS und linearem Drehmomentverlauf begeistert vor allem mit einzigartigem Sound. Und durch die voll einstellbare Upside-Down-Gabel und kopflastiger Sitzposition bietet die Daytona sehr agiles und präzises Handling. Schwachstellen hat die Triumph nur wenige, aber zu erwähnen sind auf jeden Fall die Lichtmaschine bzw. der Pickup-Sensor darin, der gerne mal den Geist aufgibt. Ansonsten sollten wir wie bei jedem Motorrad regelmäßig Ventilspiel kontrollieren, der Ölverbrauch geprüft werden und falls Temperaturprobleme auftreten, dann das Thermostat ausgebaut und ein Ölkühler verbaut werden. Die Ersatzteilversorgung ist auch okay, wenn auch ein bisschen schwieriger wie bei japanischen Modellen und sie kostet dadurch dann auch ein bisschen mehr. Alles in allem bekommst du mit der Daytona aber schon ab 4.000 Euro ein sehr solides und emotionales Bike, das durch den Motor vor allem mit Charakter, Sound und Punch zu überzeugen weiß. Weiter geht's mit der zuverlässigen Honda CBR 600 RR PC40 ab Baujahr 2007. Die im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin stark überarbeitete Maschine bietet einen 4-Zylinder-Reihenmotor mit 120 PS und 66 Newtonmeter Drehmoment. Damit ist sie ein bisschen schwächer als die Konkurrenz, mit weniger aggressiver Motorcharakteristik, glänzt aber dafür mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Die CBR ist ein haltbares und pflegeleichtes Motorrad mit einem stabilen, neutralen Fahrwerk und auch von Haus aus schon ordentlichen Bremsen und Ergonomie. Stahlflexleitungen und gute Bremsbeläge können den Serienzustand aber nochmal weiter verbessern. Für unter 5.000 Euro bekommst du hier also ein super zuverlässiges, langlebiges Motorrad, das so gut wie keine Probleme macht und bei dem du dich einfach draufsetzen und Spaß haben kannst. Solltest du doch mal technische Defekte haben oder im Kies landen, ist die Ersatzteilversorgung sehr gut und die Teile auch auf dem Gebrauchtmarkt bezahlbar. Mit der im Jahr 2006 neu konstruierten Yamaha R6 RJ11 bekommst du wohl eins der besten und beliebtesten Rennstreckenmotorräder seiner Zeit. Der extrem drehfreudige und hochdrehende 4-Zylinder-Reihenmotor liefert dabei ca. 127 PS bei 14.500 Umdrehungen. Was auf der Landstraße für müde Enttäuschung im unteren und mittleren Drehzahlband sorgt, ist auf der Rennstrecke Nebensache und sorgt im hohen Drehzahlbereich dafür ein fettes Grinsen unterm Helm. Sitzpositionen sind ebenfalls für die Rennstrecke konzipiert und liefern dir dadurch messerscharfes Handling und Präzision. Außerdem hat mit der RJ11 das erste Mal Ride-by-Wire Einzug erhalten, was eine scharfe Gasannahme verspricht und wodurch die R6 auch nachträglich mit einem Blipper ausgerüstet werden kann. Nachteil bei der R6 ist leider genau dieser Motor, der durch seine kurzhubige, drehzahlorientierte Auslegung viel Pflege braucht. Regelmäßige Wartung, Prüfen des Ventilspiels, Ventilsitz und der Titanventile selbst
sind essentiell, dass es nicht unverhofft zu einem Motorschaden kommt. Abgesehen davon ist die R6 im Betrieb aber unauffällig und zuverlässig. Durch ihre hohe Beliebtheit sind auch reichlich Ersatzteile am Gebrauchtmarkt zu finden und für um die 5.000 € bekommst du hier also ein rein rassisches Rennstreckenmotorrad und die Königin der 600er Klasse. Das Facelift-Modell RJ15 ist in diesem Preissegment leider aber noch nicht zu finden und wird erst ab ca. 6.500 € gehandelt. Die beliebte Suzuki GSX-R 600 K6 K7 rundet die Liste um die 600er Bikes dann ab. Mit einem einsteigerfreundlichen Preis ab ca. 3.500 € bekommst du hier ein absolut zuverlässiges Motorrad mit solider Verarbeitung und gutmütigem Motor. Dieser leistet 125 PS und 69 Nm Drehmoment und zeichnet sich durch seine Standfestigkeit und Langlebigkeit aus. Durch das zum Vorgängermodell K4 K5 überarbeitete Chassis ist die GSX-R deutlich agiler geworden und bietet gutes Handling, wenn auch nicht ganz so sportlich wie R6, PC40 oder Daytona. Ausgetauscht werden gern die Bremssättel gegen die der Yamaha R6 in Verbindung mit Stahlflexleitungen und einer anderen Bremspumpe. Außerdem kann man den Gasgriff Plug and Play gegen den von der R6 tauschen, wodurch man sehr günstig den Gasweg verringert und sein Handgelenk nicht mehr so stark verdrehen muss. Ersatzteile gibt es durch das Baukastensystem von Suzuki zahlreich und meist zu geringen Preisen. Somit bekommst du mit der Gixxer ein super Preis-Leistungsmotorrad und soliden Allrounder für den günstigen Einstieg ins Rennsport-Hobby. Kommen wir zu den 1000er Bikes und fangen direkt an mit der Honda Fireblade CBR 1000 SC59, das heißt ab Baujahr 2008. Die komplett neu entwickelte SC59 unterscheidet sich zum doch recht klobigen Vorgängermodell SC57 durch ihren deutlich kompaktere Proportionen und überzeugt mit Handlichkeit. Insgesamt wurde sie stärker in Richtung Rennstreckentauglichkeit ausgelegt, was sich einerseits in der Ergonomie, andererseits auch in der Fahrwerksabstimmung bemerkbar macht. Der 178 PS starke Vierzylinder-Reihenmotor ist sehr linear und smooth abgestimmt, wirkt aber häufig ein bisschen zahm und vielleicht schwach auf der Brust. Dafür ist die Maschine aber mit 199 Kilo fahrfertig sehr leicht und außerdem sehr robust und zuverlässig gebaut. Schwachstellen gibt es so gut wie keine, lediglich die Kupplung kann bei harter Beanspruchung früher aufgeben und das Fahrwerk ist im Serienzustand relativ soft ausgelegt. Insgesamt ist die SC59 ein zuverlässiger Allrounder, die schon unter 5.000 € zu finden ist. Ebenfalls um 5.000 € zu finden ist die Kawasaki ZX-10R ab 2008. Die im oberen Band aggressiv abgestimmte drehfreudige Cover bietet einen sehr starken Vierzylindermotor mit 188 PS und 112 Nm Drehmoment, der sein volles Potenzial vor allem nach Änderung der Auspuffanlage mit nachfolgender Abstimmung entfaltet. Auf der Rennstrecke fühlt sich die Maschine wie zu Hause und ist etwas für echte Oldschool-Enthusiasten, die die volle Leistung noch mit der Hand kontrollieren wollen. Da die ZX-10R weder TC noch Quickshifter oder sonstige elektronische Helfer bietet und serienmäßig das Fahrwerk relativ unruhig ist sie eher was für erfahrene Piloten, die keine Angst davor haben, etwas Arbeit ins Fahrwerk und ins Setup zu stecken. Wenn man das aber erledigt hat, bekommt man mit der Cover ein echt kraftvolles Rennstreckenbike zu einem sehr, sehr guten Preis. Nachteilig zu erwähnen ist zum einen die geringe Ersatzteilversorgung, da die ZX-10R doch relativ selten ist, und die Bremse, die gegen bessere Komponenten ausgetauscht werden sollten. Die nächste Empfehlung ist die Suzuki GSX-R 1000 K5 K6, also Baujahr 2005-2006. Bei vielen bis heute als die wahrscheinlich zuverlässigste 1000er Maschine bekannt, die auch nach mittlerweile 20 Jahren immer noch konkurrenzfähig Leistung abgibt, bietet dir die Kilo Gixxer einen drehmomentstarken, robusten Motor mit 178 PS. Die Leistungsabgabe erfolgt sehr linear und berechenbar und ist so auch trotz fehlender elektronischer Helfer gut dosierbar. Auch wenn das Chassis zur Vorgängerin wesentlich agiler wurde, wirkt die Maschine in dem Bereich mittlerweile doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Man sitzt sehr tief im Motorrad, das Serienfahrwerk ist ein bisschen träge und die Bremse wirkt schnell teigig. Trotzdem bietet dir die Susi eine sehr gute Basis für Umbauten und Upgrades, vor allem weil sie in der Anschaffung sehr günstig ist. Massenweise Ersatz- und Anbauteile sind verfügbar und weil sie durch ihre Robustheit ewig hält, ohne große Kopfschmerzen. Schon ab 4.000 € ist es möglich, Exemplare zu finden und selbst Modelle mit hohen Laufleistungen um 50.000, 60.000 Kilometer können bedenkenlos gekauft werden, solange sie einen gepflegten und technisch gut gewarteten Eindruck versprechen. Natürlich darf auf der Literbike-Liste ein Modell nicht fehlen, die Yamaha R1. Für um die 5.000 € findest du bereits das Modell R19er Baujahr 2007, welche dir aggressive und drehfreudige 180 PS ins Gesicht drückt, optisch ein echter Leckerbissen ist und auch einen ordentlichen Sound liefert. Auch wenn sie noch nicht mit dem Crossplay-Motor ausgestattet ist, der erst später mit der RN22 kam, liefert dir der Motor der R19 ab ca. 9000 Umdrehungen absolute Spitzenleistung.
Leider geht auch das wieder zu Lasten von der Haltbarkeit, sodass hier regelmäßig nach dem Motor, insbesondere dem Ventiltrieb, geschaut werden muss. Generell ist der Motor aber trotzdem relativ solide. Ein Auge solltest du beim Gebrauchtkauf schon mehr drauf haben, ob Quickshifter und oder Blipper nachgerüstet wurden, weil wenn das nämlich nicht sauber und penibel eingestellt wurde, kann es schnell an das Getriebe gehen. Das Fahrwerk ist sportlich abgestimmt und voll einstellbar und auch die 6-Kolben-Bremse liefert von Haus aus gute Performance. Außerdem erhielt die R1 auch wie bei der R6 Ride-by-Wire und die Ansaugtrichter wurden variabel gestaltet. Die Ersatzteilversorgung ist okay, aber bei weitem nicht auf dem Niveau von zum Beispiel einer Suzuki GSX-R. Viele Teile passen aber auch von RN12 bis RN22 untereinander. Auch im Budget bis 5.000 € überwiegen die Modelle japanischer Hersteller, da du hier sowohl zuverlässige Technik als auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst. Alle genannten Modelle haben sich bereits über Jahre auf der Rennstrecke bewährt und funktionieren auch heute noch ordentlich. Du hast jetzt vielleicht noch Motorräder wie die BMW S1000 Doppel-R, neuere Yamaha R1, Fireblades, RSV4 oder Ducati Modelle vermisst, aber da muss ich dich leider enttäuschen. Abgesehen von ein paar günstigen Nuggets, die selten mal hier und da zu finden sind, tauchen die Modelle dann erst in der nächsten Preisregion bis 10.000 € auf. Abonniere deswegen auch auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du dieses und weitere Videos in Zukunft auf keinen Fall verpasst. Und wenn dein Budget maximal 3.000 € beträgt, findest du hier das passende Video.